Die Ehen sind auseinandergegangen, die Leute haben gedacht, ja, da retten wir alles, das Vermögen und was wir haben und hinterher kommen wir wieder zusammen, wenn es. Aber dem war nicht so. Der nicht arische Teil, ich sage jetzt mal das schreckliche Wort, der wurde sofort deportiert nach der Scheidung, sofort weg. Und dann hat mein Vater gesagt, lieber gebe ich alles her, aber wir bleiben zusammen. Frau Brenner, in Ihrem Buch steht, also ich habe es jetzt nicht mehr wörtlich ganz im Kopf, aber so sinngemäß schreiben Sie, dass für Ihre Freundin, für Ihre nicht-jüdischen Freundin oder deutsche Freundin, wie man das damals nannte, die Jugend unbeschwert oder die Kindheit unbeschwert weiterging und für Sie war die plötzlich zu Ende. Ja. Wie haben Sie das empfunden? Woran macht man das? Können Sie das festmachen? Erstens mal von der Schule runter, unterbrochen. Und ich habe so viel Schule gewechselt, ich weiß schon selber nicht mehr, wann, wo ich war. In einer Schule hat man Französisch gehabt, dann hat man mal Latein gehabt, und dann, also es ging immer alles so stückweise, bis dann die jüdische Schule kam. Ja, und dann kein Sport, das war ja furchtbar, wir durften ja keinen Sport mehr machen, kein Schwimmbad gehen. Also das gehört doch zur Kindheit, zur Jugend, alles dazu. Es war ja für uns alles weg. Keine Reise, nichts. Und die Freundin, wie haben die reagiert? Ja, ich hatte ja keinen Kontakt mehr zu denen. Haben die versucht, Kontakt zu Ihnen zu halten oder wieder aufzunehmen? Oder? Ja, doch. Aber wir zogen dann auch aus dieser Straße aus, wo der Hauptteil meiner Freundinnen wohnte. Und Dresden ist ja doch eine Großstadt, wo wir dann hinzogen, habe ich sowieso niemanden gekannt. In die Schule ging ich nicht mehr. Also ich habe die praktisch gar nicht mehr getroffen, gesehen. Ich hatte andere Freundinnen, jüdische Freundinnen, schon von der Religionsschule her. Sehr liebe Mädchen, mit denen ich auch eng befreundet war. Und in der jüdischen Schule kamen dann wieder neue dazu, Jungs, Mädchen, wir waren gemischt. Aber die wurden dann deportiert, da ging jetzt das wieder los, die kamen weg. Was mich sehr interessieren würde, wie passierte das an den Schulen? Den Antisemitismus, wie muss man sich das in der Schule vorstellen? Also wer hat den getragen, wer hat den reingebracht und auch manifestiert letztendlich? Gut, die haben ihre Gesetze bekommen, also Nürnberger Gesetze. Wir mussten, also wir durften dann nicht mehr mitfahren, zum Beispiel, da fing es schon an, ins Schullandheim, was ja schön war. Wir konnten Sportveranstaltungen mitmachen und schwimmen gehen und das alles war weg. Die hatten das, die Schulleitung oder der Direktor, das war glaube ich nicht die Direktorin, die wir dort hatten, die musste das ja befolgen, was sollte sie denn machen? Und dann hat man uns das mitgeteilt und wir waren 3 jüdische Mädchen in der Klasse. Was soll ich Ihnen da sagen? Also es gab Lehrer, das war auch sehr unterschiedlich. Man hat es auch manchen angemerkt, dass es ihnen leid getan hat. Man hat ja so oft die Auffassung, also was auch sicher richtig ist, dass Lehrer mehr oder weniger systemtragende Elemente sind. Ja, sicher. Wie ist das gewesen zu der Zeit? Ja, es gab schlimme Lehrer, die schon mit Heil Hitler reinkamen und reinmarschierten und uns das fühlen ließen und schlechte Noten gaben. Und dann gab es aber auch welche, die waren zurückhaltend, freundlich, wie immer. Aber das ging ja alles nicht lange, wir mussten ja dann die Schule sowieso verlassen. Was mich auch interessiert, ich möchte nochmal auf die Schule zurückkommen. Gibt es dann ein besonders gravierendes Erlebnis, was Sie also mit der Zeit auch als besonders schlimm, aber ich möchte auch fragen nach einem besonders schönen Erlebnis aus der Zeit? Naja, es gab Verschiedenes. Wir hatten eben in Mathematik einen sehr unangenehmen Lehrer, der schon in der
SS-Uniform hereinkam und ja, und ich war vielleicht nicht besonders gut, es war nicht mein Lieblingsfach Mathematik, aber so schlecht war ich auch wieder nicht. Und ja, dann mussten die Schülerinnen ja alle aufstehen und mit Heil Hitler grüßen und so, und das machten wir nicht. Also es waren schon so, wir waren ja irgendwie ausgegrenzt. Mhm. In jeder Beziehung. Haben Sie die Ausgrenzung als was Schlechtes empfunden? Oder? Ja, sicher, wir wollten ja genauso sein wie alle anderen. Mal gut, nicht gerade vielleicht Heil Hitler grüßen, aber wir wollten alles mitmachen können. An allen Feiern und Festen teilnehmen. Und das war ja nicht mehr. Frau Brenner, wie war das, als Ihnen das Kino weggenommen wurde, also Ihrem Vater? Ja gut, ich war noch ein Kind. Und was wissen Sie da noch? Ich wusste nur, dass ich nicht mehr ins Kino gehen durfte. Ich ging ja vorher so gerne in diese Mickey-Maus-Filme mit Freundinnen und mit Klasse. Und ja, hat eingeladen und wir konnten da umsonst reingehen. Das war wunderbar. Mickey Maus war damals in. Mhm. Wie alt waren Sie damals ungefähr? Ach Gott. Ja, was muss man 95? Ja, 10, 11 herum. 10. Denke ich mal, 10 oder 11 Jahre, ja. Mhm. Und dann konnte ich auf einmal nicht mehr ins Kino gehen. Ja, warum? Was ist denn los? Steht doch da das Kino. Die Eltern haben mir doch nichts gesagt, die wollten doch das nicht erzählen. Und dann, was glauben noch ein bisschen später hing ein Schild dran, Judenzutritt verboten. Und was haben Sie da gedacht? Ja, dann hat man mir schon etwas sagen müssen. Und dann habe ich ja auch gemerkt, wir mussten ja dann die Schulen verlassen. Also das war schon sehr hart, sehr schlimm. Die machen es das meinem Kind begreiflich. Warum? Mhm. Weil du jüdisch bist, ja, na und? Was ist denn da? Was hat Ihr Vater zu Ihnen gesagt? Dass das, ja, dann nach und nach hat er mir sagen müssen, da ist jetzt so Gesetze rausgekommen und so, und da kannst du dich mit den anderen, die nicht jüdisch sind, nicht spielen und nicht zusammen. Oh, das ist wie, ich kann Ihnen das gar nicht sagen, wenn Sie in eine tiefe Grube fallen würden oder irgendwas, ich weiß selber nicht. Aufgefangen hat mich und meine Mutter vor allem, die war ja noch mehr zerstört, mein Vater immer wieder, das muss ich sagen. Er war der Starke. Aber jedes zweite Wort war ja, ach, das ist ja bald vorbei und Hitler hält sich die Schlange, der Verbrecher, der ist bald weg und was brauchen wir das Kind damit zu belasten. Ja. So. Ihrem Vater ist ja dann das Kino weggenommen worden. Ja. Wann war das? Das kann ich Ihnen nicht so exakt sagen. Das war schon so nach 35, nachdem die Nürnberger Gesetze rauskamen. Und zwar war meine Mutter mit beteiligt wahrscheinlich, aber die hätten sie so auch weggenommen. Die jüdische Frau hat da, das gehörte ja zum Kulturministerium oder wie sich das hat, das unterstand Goebbels. Ja. Also Reichspropagandaministerium, so war es, Reichspropagandaministerium. Er ist hingefahren, hat es versucht und da hat man gesagt, no, kannst dich ja scheiden lassen. Solche Fälle sind passiert. Ja. Die Ehen sind auseinandergegangen, die Leute haben gedacht, ja, da retten wir alles, das Vermögen und was wir haben und hinterher kommen wir wieder zusammen. Aber dem war nicht so. Der nicht-arische Teil, ich sage jetzt mal das schreckliche Wort, der wurde sofort deportiert nach der Scheidung, sofort weg. Und dann hat mein Vater gesagt, lieber gebe ich alles her, aber wir bleiben zusammen. Und wenn die Kinoenteignung praktisch schon 35 war, die Kristall nach 38, ich meine, da hätte man doch sagen müssen, also wir müssen hier weg. Ja, woher ist die Kraft gekommen, trotzdem in Dresden zu bleiben? Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Mein Vater hat an Dresden gehangen, das weiß ich. Ist aber dann doch freiwillig verlassen im Jahre 52. Und da war er nicht zu belehren. Das wird uns nicht passieren und der Spuk geht bald vorbei. Als dann der Krieg ausbrach und die Grenzen zu waren, dann war er doch nicht mehr so optimistisch.
Die 1938, die Reichskristallnacht in Ja, Dresden. die war. Da Was war haben ich, Sie dort für Erinnerungen? war ich schon nicht mehr in dieser Schule, wohnte aber noch in Blasewitz. Da hatten wir die Schule zugewiesen bekommen, das nannte sich Jüdisches Gymnasium in der Fröbestraße. Ja. Ja, also wirklich quer durch Dresden durch. Und da bin ich mit der Straßenbahn hingefahren. Da muss ich aber vorausschicken, dass das Gymnasium ein sehr gutes war. Wir hatten ausgezeichnete Lehrer. Das waren die Professoren, die woanders nicht mehr unterrichten durften. Wir hatten Mathe und in Deutsch, also ganz, ganz gute Leute. Ich fuhr also mit der Straßenbahn und als ich damals hat sich das Schlageterplatz genannt, Zeughausplatz, ja, vorbeikam, sah man eine Menschenmenge dort, von der Bahn aus und Rauch und was ist denn da los? Die Leute in der Straßenbahn fragten, was ist denn da? Ja, da brennt's. Was brennt denn da? Ach, das muss wohl die Synagoge sein. Also die Dresdner wussten ja auch nicht, was los war. Und da bin ich weitergefahren zur Schule und da war die Schule geschlossen. Da hieß es, gibt keinen Unterricht mehr, geht alle nach Hause. Und dann haben wir erst erfahren und gesehen, die Kristallnacht, die Zerstörungen und dass die dumme Leute haben dann gesagt, ja, da war sicher ein Kurzschluss in der Synagoge. Natürlich, in ganz Deutschland, in allen Synagogen war ein Kurzschluss um dieselbe Zeit. Das war die Kristallnacht. Was haben Ihre Eltern erzählt? Bitte? Können Sie sich noch erinnern, was Ihre Eltern erzählt haben? Ja, da waren sie auch kopflos, also da waren sie ganz durcheinander. Und dann kam bald ein Familientreffen zustande. Da kamen Verwandte aus dem Ausland, aus Kopenhagen und auch die Verwandten, die noch in Dresden, also mütterlicherseits war das ja hauptsächlich die Familie, die betroffen war, kam bei uns zusammen. Wir haben uns nochmal getroffen und da hieß es, kommt bloß weg von hier. Aber mein Vater war ja absolut nicht zu belehren. Uns wird nicht schon nichts passieren und was soll denn sein, so ein Verrückter da und es wird sich wieder beruhigen und so, also man kann sich doch auf die Deutschen verlassen, so, ja, ja, kann man. Also wir blieben, wir hätten unsere Sachen packen können, entweder nach Dänemark mitgehen, gut, es ist schwer, eine Einreise zu bekommen, aber dies hätten die uns schon gemacht. Die anderen Verwandten meiner Mutter gingen dann nach Bolivien, nach Südamerika, hätten wir auch mitgehen können, um einfach, Gottes Willen. Früher war das ja eine riesen Entfernung, heute ist das alles schnell. Was ist schon Bolivien, nicht? Ja, fliegt man eben mal 14 Stunden oder so. Um Gottes Willen, nach Bolivien wollen die fahren. Er war entsetzt, aber es war ihre Rettung. Es war die Schwester meiner Mutter, die wären alle deportiert worden. Und die andere Schwester ist ja deportiert worden, die eine. Die hat es auch nicht mehr geschafft, rauszukommen. Äußerlichen Kennzeichen. Ja, das diesem war das Stern, Schlimmste. das ist ja sozusagen nochmal eine Stelle drüber. Also ja. Also das war 41. War einer der schlimmsten Tage, die ich überhaupt erlebt habe. Weiß nicht. Es war grausam. Es war noch schlimmer als die Schulentlassung. Und es war auch sehr schlimm aus der Wohnung raus, also von der Mendelssohnallee, also damals hieß es Deutsche Kaiserallee. Das war sehr schlimm für ein Kind, das im Garten gespielt hat und auf einmal raus muss. In eine Mietwohnung, nein, also das war für mich furchtbar. Aber der Stern hat alles andere übertroffen. Hat Ihre Mutti die angenäht oder machten Sie das selber? Was? Die Sterne annähen? Sterne, wir bekamen einen. Ach so. Ja. Entweder war er an der Jacke, wenn es zu heiß war, konnten sie nicht ausziehen. Wenn es kalt war, hatten sie ihn auf der Bluse oder wo, da konnten sie den Mantel nicht drüber. Also es musste fest angenäht werden, nicht angesteckt. Sie haben das jetzt wieder erwähnt und ich habe es auch in Ihrem Buch gelesen. Was denn? Es ist sicher was ganz Nebensächliches. Warum haben Sie diesen Stern in Ihren Schuh gesteckt? Ja, das sollte irgendwie ein Ausweis für mich sein, dass ich jüdisch bin. Wenn mich Russen wieder...
Schauen Sie, wir hatten ja nur die Judenkennkarte, die hatte ich auch dabei. Alles aufgehoben. Mein Vater ist ja noch in das brennende Haus hinaufgerannt und hat Dokumente rausgeholt. Dokumente, die beweisen, dass er einmal das Kino besessen hat. Also hat man doch an später gedacht. Ja. Aber ich hatte den Stern, den wollte ich nicht hergeben. Ich hätte ihn ja ins Feuer schmeißen können, war ja genug Feuer da. Ne? Ich habe gedacht, da kann ich mich wenigstens identifizieren. Mir hat ein Dresdner gesagt, wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, dass man das relativ wenig im Straßenbild gesehen hat. Stimmte das? Konnten die das wirklich? Wir sind nur zur Arbeit gegangen. Mhm. Wir durften ja in keinem Park spazieren gehen, nicht an den Elbwiesen entlang, es war alles verboten. Das kann man übrigens sehr gut nachlesen beim Klemperer, der hat das genau akribisch aufgeschrieben, wo, was. Und ich muss sagen, ich schaue da auch manchmal nach, mir ist manches entfallen und er hat das genau aufgezeichnet. Deshalb vielleicht, gut, man hatte sich im Kino gesehen, nicht im Theater, nicht im Café, nicht im Restaurant, das weiß ich. Wir sind zur Arbeit gelaufen, hin und zurück, früh, Mittag. Wir hatten Schicht zu arbeiten, Tagschicht, Nachtschicht und haben da sind unsere Wege gegangen, aber natürlich hat man das gesehen. Warum denn nicht? Sind Sie belästigt worden deswegen? Bitte? Wegen dieser Kennzeichnung sind Sie belästigt worden? Ja, doch, bin belästigt worden. Schlimm war es mit Schulklassen, die einem dann hinterherliefen und schrien, oh, Judenschwein, Judenschwein. Aber die Kinder waren so erzogen in der Schule, man hat es denen so eingetrichtert. Es gab aber auch Erwachsene, die dann direkt gewartet haben an der Ecke Borsberg und Kränkelstraße. Hat eine Frau immer gestanden, da wo die Apotheke heute noch steht. Eine ältere Frau. Runter vom Bürgersteig, wenn ich kam. Hat direkt gewartet, genau um die Zeit. Dann bin ich einen anderen Weg gegangen, der zwar noch weiter war, ich musste ja sowieso die 7 Kilometer laufen, hin und 7 zurück. Aber bin ich lieber den kleinen weiteren Weg gegangen, um der Frau auszuweichen. War ein riesen Judenhaus, meine Tante wohnte drin. Mitten mit anderen Häusern angebaut links. Das stand doch nicht einzeln, das war nicht versteckt. Links und rechts waren doch Häuser, normale Wohnungen. Mhm. Und in diesen Judenhäusern waren die Leute zusammengefärscht, 3, 4 Familien in einer Wohnung. Und das war ja außen gelb beschmiert, Judenhaus. Lothringer Weg, die herrliche Villa gab es da vom Goldberg, wie die hieß. Oh, das waren Juweliere. Eine herrliche Villa. Es gab im Schweizer Viertel oben auf der Altenzellerstraße gab es ein Judenhaus. Es gab auf der Spochergasse das Judenhaus, in dem leider beim Angriff ca. 40 mindestens umgekommen sind. Freundinnen von mir, die konnten nicht mehr aus dem brennenden Keller raus. Es gab Judenhäuser noch und nöcher. Wie kann man denn sagen, die wussten das nicht? Also das ist gelogen. Das gibt es nicht anders. Also ich konnte es mir selber auch nie vorstellen. Das aber gibt es nicht. Ja. Ich würde noch sagen, vom Hellerberg haben viele nicht gewusst, von dem Lager. Ja. Das kann ich verstehen. Das war schon sehr abseits. Und obwohl dort Leute herumgewohnt haben, wenn sie sich den Film ansehen, den Hellerberg-Film, da sprechen ja Nachbarn und sagen, ja, da drüben, da waren die Juden, die sind eines Tages abgeholt worden. Also die haben auch gewusst, haben es zugegeben. Die waren noch Kinder, die da gesprochen haben. Die besinnen sich noch, da waren Kinder, waren ein Lager mit, die wussten vielleicht nicht Juden, ein Lager mit Leuten, mit Menschen. Ja, gibt's nicht, glaube ich nicht. Glaube ich keinem. Sie mussten ja dann noch Zwangsarbeit leisten. Also sind Zwangsarbeit, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, also ja, zwangsverpflichtet, ne? Ja. Oder nannte man das damals. Wie war das dort? Waren Sie eine Gruppe? Ja, wir waren für uns. Hat? Ja, wir waren für uns. Wie war das Verhältnis zu den deutschen Arbeitern? Mit denen sind wir gar nicht in Kontakt gekommen. Da war eine ganz breite Treppe und die war in der Mitte mit einem Gitter
geteilt. Also wir gehen da auf der etwas schmaleren Seite. Menschen hinter Gitter, müssen Sie sich vorstellen, waren wir. Wir hatten überhaupt keine Verbindung. Vielleicht mit dem Vorarbeiter, ja. Ja, wir mussten unsere Akkordarbeit machen. Und was haben Sie gemacht und wo? Das gehörte zu Zeiss Ikon, nannte sich aber das Göhleberg, der Großenhainer Straße draußen. Das waren Unruhwellenstiften, wie man sie in der Uhr hat, diese Unruhwellen, aber die waren nicht für Armbanduhren oder Taschenuhren, für Zeitzünder, U-Boote. Haben Sie darüber nachgedacht, woran Sie arbeiten? Nein, das haben wir gar nicht genau gewusst. Haben nicht gewusst, was das war. Hinterher haben wir dann erfahren. Wir hatten einen Vorarbeiter oder er hat die Schicht geleitet. Ja, wenn ich jetzt sage, er war nett, dann meine ich nicht, dass er uns nett angesprochen hat. Er hat uns gar nicht angesprochen und das war nett. Wir waren ja froh, überhaupt nicht beachtet zu werden. Lasst uns arbeiten und nach Hause gehen. Haben Sie mal an Widerstand gedacht? Mit 17 Jahren? Nein. Weil ich mich dort ganz schlecht reindenken kann. Es gab ja verschiedene so Bescheide. Sie hatten vorhin in unserem Gespräch auch diesen Deportationsbescheid erwähnt. Ja. Und diese Bescheide sind ja immer unterschrieben von der jüdischen Religionsgemeinde Dresden Im e.V. Auftrage der, Genau. wie nennen die das, im Auftrag der zuständigen Behörde, das ist die Gestapo gewesen, Geheime Staatspolizei. Aber es ist trotzdem unterschrieben Über worden. die Gemeinde, Genau. das haben die ja extra gemacht. Ja. Wie hat man sich gefühlt, wenn man sozusagen von seinesgleichen eigentlich so ein Schriftstück bekommen hat? Nein, da haben wir uns nichts gedacht. Die wurden dazu gezogen. Und das waren Obmänner, die wurden eingesetzt und die mussten sich an den Schreibtisch setzen und auf Befehl der Gestapo die Listen, die sie bekommen haben. Zum Beispiel hat Klemperer die Briefe der Deportation ausgetragen am 13. Februar. Der musste die austragen. Die Briefe sollte am 16. Februar 45 Deportation, durch einen Angriff ist das doch vereitelt worden. Ja. Und da hat der Klemperer die Briefe austragen müssen, da haben wir uns nichts gedacht. Wir saßen ja alle in einem Boot. Aber mich hat es trotzdem unangenehm berührt, weil es gab praktisch gar keine Möglichkeit zu sagen, das muss die Behörde dann selber machen. Ja, die haben nicht mit uns direkt verhandelt. Ja. Die schmutzige Arbeit, das musste dann die jüdische Religionsgemeinde machen. Die Leute abholen, also verständigen und so weiter. Und ist das diskutiert worden oder besprochen worden? Oder? Nein, da ist nichts besprochen worden. Glauben Sie generell, dass sowas wieder passieren könnte? Bitte? Glauben Sie generell? Ach so, nein, so in dieser Form nicht. Aber es können Verfolgungen für Menschen anderen Glaubens, anderer Rasse, Hautfarbe, kann immer wieder passieren. Man muss aufpassen, sehr. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich Vorträge habe in den Schulen, ist es immer sehr positiv. Die jungen Menschen sind sehr aufnahmefähig, sie freuen sich. Ich war jetzt im Benno-Gymnasium, wie ich Ihnen sagte, wunderbare Klasse gewesen. Mal sehen, was die Kreuzschule bringt. Frau Brenner, Dankeschön.